Sie gehören zu den größten Schätzen der Menschheit, seit Jahrhunderten verehrt und gefürchtet. Doch oft steckt eine dunkle Geschichte dahinter. Ihre Schöpfer waren von Wahnsinn befallen oder lebten im Elend. Ihre Finder und Eigentümer wurden von Krankheit, Tod und Unglück heimgesucht. Wer wagt es, die Geheimnisse dieser verfluchten Schätze zu entdecken? Ein historischer Schatz kann auf viele Weisen verflucht sein. Doch immer zahlt sein Erschaffer, Finder oder Besitzer einen hohen Preis. Ein Musterbeispiel dafür ist eine der größten Entdeckungen, die je von einem Paläontologen gemacht wurde. Doch statt Lob und Anerkennung brachte der 67 Millionen Jahre alte Fund in den schwarzen Hügeln von South Dakota seinen Findern nichts als Ärger und Misstrauen. Bei vergrabenen oder verfluchten Schätzen denken wir an Sammlungen aus Gold und Silber, Juwelen, nicht aber an einen Schatz, der 12 Meter hoch und 4 Meter lang ist und 67 Millionen Jahre in der Erde lag. Und doch wurde genau das im August 1990 aus dem Dreck und der Erde der Black Hills in South Dakota geborgen. Der größte intakte Tyrannosaurus Rex. Einige glauben fest daran, die Entdecker des T-Rex bezahlten seinen Fund mit einem Fluch. Der T-Rex ist der berühmteste und kultigste Dinosaurier überhaupt. Er verdient alle ihm zugeschriebenen Übertreibungen. Er war eine der fantastischsten Kreaturen der Erde. Der T-Rex lebte vor etwa 66 bis 67 Millionen Jahren am Ende der Ära der Dinosaurier in ganz Nordamerika und dominierte sein Ökosystem. Er war intelligent, mit einem großen Gehirn und scharfen Sinnen. Das machte den T-Rex zum ultimativen Raubtier. Für mich war er das größte und bösartigste Wesen, das jemals an Land lebte. Zumindest in der Erdgeschichte. Die amerikanische Forscherin und Fossiliensammlerin Susan Hendrickson entdeckt den T-Rex im August 1990 in South Dakota. Und obwohl das Geschlecht des Exemplars unbekannt ist, wird das Skelett nach seiner Entdeckerin Sue getauft. Susan Hendrickson gehörte zu einem Team, das in South Dakota nach Fossilien suchte. Angeblich wollte sie gerade für den Sommer zusammenpacken, aber einer der Lastwagen hatte eine Reifenpanne. Daher fuhr ein Teil des Teams zur Reparatur in die Stadt. Susan Hendrickson blieb zurück und suchte noch ein wenig nach Fossilien. Da sah sie einige Dinosaurierknochen auf dem Boden. Nur ein paar Knochenstücke. Susan Hendrickson deckt genug von dem Skelett auf, um die Tragweite ihres Fundes zu erkennen. Als Peter Larson, der Leiter des Black Hills Institute of Geological Research, von der Reparatur zurückkommt, zeigt sie ihm ihre Entdeckung. Das Skelett war fast vollständig. Es lag dort in der Erde fast 67 Millionen Jahre lang und überlebte beinahe unbeschadet. Pete Larson brachte alles zurück in sein Museum und Labor und konservierte die Knochen. Schon ein halbes Dinosaurier-Skelett ist sehr selten. Sue war zu mehr als 70% vollständig. Es fehlten nur ein Stück Fuß, ein paar Rippen und das Ende ihres Schwanzes. Es war ein fast vollständiges Skelett eines besonders großen Individuums. Damals war es der größte jemals gefundene T-Rex. Für den Wert von umgerechnet etwa 1,3 Millionen Euro säubert das Team das Skelett und bereitet es für die Ausstellung vor.
Doch dann wirft etwas ihre Planungen durcheinander. Das FBI taucht im Black Hills Institute auf und sah sich alle Sammlungen und Fossilien an. Sie kamen tatsächlich, um Sue zu holen. Die Bundesregierung beschlagnahmte nicht nur den T-Rex und nahm Sue in Verwahrung. Sie klagte auch Peter Larson an, den Gründer und Eigentümer des Black Hills Institute. Damals gab es und gibt es bis heute die Angst vor kommerziellen Schatzsuchern, Dinosaurierknochenjägern. Als kommerzielle Unternehmen sind diese angeblich nur auf das Geld aus. Peter Larson ist ein studierter Paläontologe, aber das spielte damals keine Rolle. Das FBI überzog ihn mit einer Reihe von Anklagen. Darunter war eine Anschuldigung wegen illegalen Handels mit Dinosaurierknochen. Es war erstaunlich. So etwas passiert normalerweise nicht mit Dinosauriern. Sues Knochen wurden an einem sicheren Ort in der South Dakota School of Mines and Technology aufbewahrt und weggeschlossen. Für Peter Larson und Susan Hendrickson unerreichbar. Und das alles nur, weil es einen Streit über die Besitzrechte an dem Fossil gab. Als Sue von Susan Hendrickson gefunden wurde, befand sie sich auf dem Grundstück von Maurice Williams. Ihm gehörte das Land und Peter Larson bezahlte ihm 5.000 US-Dollar. Soweit ich weiß, war das per Handschlag. So etwas gibt es oft, wenn man auf dem Land andere Leute nach Fossilien sucht. Als Paläontologe weiß man nicht, was man finden wird. Es ist also schwierig, einen bestimmten Preis zu versprechen. Noch komplizierter wurde es, weil Maurice Williams zu den Sioux gehörte. Sein Land wurde von der US-Regierung treuhänderisch verwaltet. Und so kam diese ins Spiel. Wie Sie sich vorstellen können, konnte nur vor Gericht dieses komplizierte Geflecht um den Tyrannosaurus Rex entwirrt werden. Der Prozess war genauso umstritten wie alles andere auch. Eigene Zeugen der Regierung bestritten einen Gesetzesverstoß von Peter Larson. Und es gab anhaltende Kritik an der Richterin wegen eines vermeintlichen Interessenkonflikts. Schließlich wurde Peter Larson nur in 2 Anklagepunkten verurteilt. Und die normale Strafe wäre eine Bewährungsstrafe gewesen. Tatsächlich aber bekam er 2 Jahre Gefängnis. Er verbrachte die ganzen 2 Jahre hinter Gittern und als er herauskam, ging seine Ehe in die Brüche. Er selbst sagte, es sei ihm mindestens 6 Monate lang psychisch nicht gut gegangen. All dies geschah ihm im Zuge der Ausgrabung von Sue, dem T-Rex. Letztendlich entschied das Gericht, Maurice Williams sei der rechtmäßige Eigentümer von Sue. Pete Larson verlor sein Kronjuwel, den T-Rex, und er wurde schließlich in mehreren Punkten schuldig gesprochen, die eigentlich nichts mit Sue zu tun hatten. Es ging weder um das illegale Sammeln von Sue, noch um Hausfriedensbruch oder Ähnliches. Es ging um Dinge, die bei den Ermittlungen gegen ihn ausgegraben wurden. Tragischerweise verlor Peter Larson nicht nur Sue. Auch seine Glaubwürdigkeit und die seines Black Hills Instituts stand auf dem Spiel. Das war verheerend. Dazu kam, als Maurice Williams die Rechte zum Verkauf hatte, entschied er sich für eine offene Auktion. Es bestand daher die Gefahr, Sue an einen privaten Sammler zu verlieren. Für die Wissenschaft wäre sie dann verloren. Am 5. Oktober 1997 wird Sue für heute umgerechnet 9,3 Millionen Euro verkauft. Und die Wissenschaft hat Glück. Das Field Museum of Natural History in Chicago erwirbt sie und stellt sie ab dem 17. Mai 2000 öffentlich aus.
Maurice Williams und das Field Museum sind eindeutig die großen Gewinner. Aber was ist mit der Frau, die diese Kreatur überhaupt erst gefunden hatte? Auch Susan Hendrickson geriet in den Fokus der Öffentlichkeit. Sie wurde von der Bundesregierung verdächtigt, Dinosaurierknochen von staatlichem Grund und Boden zu stehlen. Ihre Angst war riesig und forderte einen hohen Tribut. Sie brach den Kontakt zu ihren Kollegen ab und zog sich schließlich ganz aus der Dinosaurierjagd zurück. Auch sie schien nur Unglück und Nachteile erlitten zu haben nach der Ausgrabung dieses außergewöhnlichen T-Rex-Skeletts. Liegt ein Fluch auf Sue? Für mich sind es wahrscheinlich einige Flüche. Peter Larson, sein Black Hills Institute und Susan Hendrickson stimmen mir sicher zu. Auf Sue lastet ein Fluch. Manche Flüche kennt jeder. Sie werden ein Teil unserer Kultur. Bücher, Dokumentationen und erfolgreiche Filmreihen drehen sich um sie. Ein solcher Fluch begann vor über 3000 Jahren mit der Beerdigung eines jungen Pharaos in Ägypten. Im November 1922 entdeckte der britische Archäologe Howard Carter am Westufer des Nils bei Luxor das Grab des Knabenkönigs, des Pharaos Tutanchamun. Der Schatz des Tutanchamun wurde zur größten Attraktion in der Geschichte der Archäologie. Die berühmtesten Stücke des Schatzes, vor allem die Totenmaske, wurden weltberühmt. Sie gelten heute gewissermaßen als Symbol für die gesamte Zeit der Pharaonen im alten Ägypten. Doch der wertvolle Schatz ist angeblich nicht das einzige, das die bemerkenswerte Entdeckung aus dem Jenseits zurückbringt. Es heißt, der Aufbruch des versiegelten Grabes setzte eine uralte Magie frei. Über 3000 Jahre war sie mit dem Pharao begraben gewesen und zeigt nun ihre geheimnisvolle Kraft. Der wohl berühmteste Fluch der Welt ist der Fluch des Tutanchamun. Angeblich kamen nach der Öffnung und Ausgrabung des Grabes viele der an der Expedition Beteiligten sehr bald darauf zu Tode. Die viktorianische Zeit ist besessen von allem, was ägyptisch ist. Im Tal der Könige beginnt eine fieberhafte archäologische Erforschung. Das Tal der Könige war der wichtigste königliche Friedhof. Jeder Pharao und andere wichtige Personen wurden in Gräbern im Tal der Könige beigesetzt. Das Grab des Tutanchamun war verschollen. Archäologen sahen die Chance, dieses Grab mit verstärkten Grabungen doch noch zu finden. Der britische Archäologe Howard Carter lebt in Ägypten und ist bald zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Etwa 1914 bis 15 erhielt er eine Konzession, im Tal der Könige zu arbeiten, und hier gelang ihm seine große Entdeckung. Unter der Schirmherrschaft von Lord Carnarvon nimmt Howard Carter ein Projekt in Angriff, das beide in die Annalen der Geschichte katapultieren wird. Lord Carnarvon interessierte sich für ägyptische Archäologie. Er sammelte viel und führte eigene Ausgrabungen durch. So freundete er sich mit Howard Carter an. Sie stießen auf eine Steinstufe, die den oberen Teil einer Treppe bildete. Sie räumten die Treppe zum Grab frei und entdeckten einen Teil einer versiegelten Tür. Als sie diese Tür mit einem kleinen Loch durchstießen und hineinleuchteten, warf Howard Carter seinen ersten Blick auf den Inhalt des Grabes.
Lord Carnarvon fragte ihn ungeduldig, können Sie etwas sehen? Howard Carter antwortete, ja, wunderbare Dinge. Dann betrat Howard Carter zum ersten Mal die sogenannte Vorkammer des Grabs. Das war der erste von insgesamt 4 Räumen. Er war überfüllt mit antiken Gegenständen, vollgestopft mit fantastischen antiken Kostbarkeiten, die alle mehr oder weniger so dastanden, wie sie 3.500 Jahre zuvor hinterlassen worden waren. In dieser Grabkammer gab es einige Verstecke, bevor man zur königlichen Mumie kam. Es gab 4 goldene Schreine und dann den Sarkophag. In dem Quarzit-Sarkophag lagen 3 weitere Särge. Die Mumie des Tutanchamun mit der berühmten goldenen Maske auf dem Kopf war das Herzstück des Ganzen. Dieser Moment war sicher fantastisch. Er übertraf wahrscheinlich alles, was die beiden Entdecker erhofft hatten. Aber es war auch der Beginn einer unerwarteten Reise. Die Geschichte über den Fluch des Tutanchamun geht fast auf die Zeit der Graböffnung zurück. In der Presse häuften sich Berichte über mysteriöse Todesfälle unter den Menschen, die mit den Ausgrabungen oder der Untersuchung der Artefakte zu tun hatten. 5 Monate nach der Öffnung des Grabes starb der Finanzier der Ausgrabung, Lord Carnarvon, unerwartet im Alter von nur 56 Jahren in Kairo. In seiner Todesstunde gingen laut Gerüchten alle Lichter in der Stadt aus. Kurz darauf wurde ein die Ausgrabungen besichtigender ägyptischer Adeliger von seiner Frau erschossen. Auch der Röntgenologe starb unter mysteriösen Umständen bei seinen Untersuchungen, sowie der Sekretär von Howard Carter. Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes, mischte sich ein. Er schrieb dem Grab und seiner Öffnung einen Fluch zu, der mit etwas elementar Bösem verbunden war. In der westlichen Populärkultur, seit dem späten 19. Jahrhundert, galt die archäologische Ausgrabung von Gräbern als eine gottverlassene, gefährliche Sache. Ägypten, 16. Februar 1923. Eine englische Expedition unter der Leitung Howard Carters legt weiter das Grab des Pharaos Tutanchamun frei. Über der Ausgrabung schwebt ein Aberglaube, der das Vorankommen ständig bedroht. Einheimische Arbeiter befürchten, die Entweihung von Gräbern bringe Unglück für alle Beteiligten. Die Idee verfluchter ägyptischer Mumien und Schätze ist inzwischen überall. In Hollywood, Jäger des verlorenen Schatzes, die Mumie 1, die Mumie 2. Alles basiert auf der Vorstellung, die im Tal der Könige aus dem Sand gegrabenen Schätze seien irgendwie verflucht. Gibt es dafür Beweise? Gewissermaßen ja. Ausnahmsweise gibt es etwas, das einem Beweis nahe kommen könnte, und zwar in den Gräbern selbst. In einigen wurden Inschriften mit Flüchen gefunden. Alte ägyptische Gräber wurden gelegentlich außen oder am Eingang mit Inschriften verziert, um Eindringlinge abzuwehren. Gräber sollten nicht geschändet werden. Inschriften besagen zum Beispiel, wenn jemand dieses Grab stört, wird ihm dieses oder jenes Unglück widerfahren. Die alten Ägypter waren von Magie fasziniert. Diese spielte für sie eine Rolle in ihrem täglichen Leben und, vielleicht noch wichtiger, im Jenseits.
Priester und die Elite, die zu dieser Zeit begraben wurden, hatten ein Verständnis für Zauberei und für Magie. Darauf wird zum Beispiel im ägyptischen Totenbuch hingewiesen. Wahrscheinlich wurden daher Gräber zu dieser Zeit mit einem Fluch belegt. Wer an einen Fluch glauben wollte, für den war seine Existenz in einem altägyptischen Pharaonengrab normal. Es brauchte also nicht viel, nur den Tod eines Menschen, der eng mit dem Grabmal verbunden war, den Tod von Lord Carnarvon, um zu sagen, ja, das liegt ganz klar an einem Fluch. Es ist interessant. Es hieß immer, bei Tutanchamun gab es einen Fluch. Viele, die an der Wiederentdeckung seines Grabes 1922 beteiligt waren, starben kurz darauf unter mysteriösen Umständen. Es musste einen Fluch geben. Aber man muss eines bedenken. Bis vor kurzem waren die meisten Archäologen ältere Herren. So auch in Ägypten damals. Einige, wie Lord Carnarvon selbst, gingen auf Anraten der Ärzte nach Ägypten wegen ernsthafter gesundheitlicher Probleme. Warum wurden für so viele die Handvoll Menschen, die unter mysteriösen, unerklärlichen oder leicht dubiosen Umständen starben, Opfer eines Fluchs? Sicher war in diesem ganzen Pantheon der Mythen und Flüche nur kein Zeitungsredakteur, kein Zeitungsverleger ging jemals pleite, indem er fantasievolle Geschichten über mysteriöse, übernatürliche Flüche aus früheren Jahrtausenden veröffentlichte. Das war ein sicherer Weg, um die Auflage und den Absatz zu steigern. Für mich ist das der Ursprung des Fluchs des Tutanchamun. Die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun war nicht nur die erste große archäologische Erzählung überhaupt. Sie sorgte auch für gigantische Schlagzeilen. Besucher strömen in Scharen in die offene Gruft, angezogen vom legendären Fluch und dem Lockruf der Vergangenheit. Der Glamour, das Gold, alles war absolut spektakulär. Es war wie geschaffen für den Nachrichtenkonsum. Es war ein Medienzirkus. Und Howard Carter fühlte sich durch die Aufmerksamkeit der Medien belästigt und behindert. Um die Situation in den Griff zu bekommen, schloss Lord Carnarvon einen Exklusivvertrag mit der Times of London. Nur sie durfte die Ausgrabung begleiten. Durch diesen Exklusivvertrag erhielten die anderen Zeitungen keine Nachrichten aus erster Hand und suchten nach anderen Blickwinkeln auf die Geschichte. Einige Medien blickten neidisch auf die Exklusivrechte, die Howard Carter und Lord Carnarvon der Zeitung The Times eingeräumt hatten. Auf der Suche nach eigenen Exklusivberichten erschufen die Journalisten einen Fluch. Der Rest der Weltpresse brauchte etwas. Sie mussten etwas schreiben und behaupteten so, ein Todesfluch würde auf schnellen Flügeln alle ereilen, die in das Grab des Pharaos eintraten. Als Ägyptologe glaube ich persönlich nicht an den Fluch des Tutanchamun. Dieser Fluch kam für mich mit der Kommerzialisierung Tutanchamuns und weil wir Aspekte des alten Ägyptens aufgrund der Entdeckung des Grabes missverstanden. Aber was ist mit dem Mann, dem die historische Entdeckung des Grabes gelang? Glaubt er an den gefürchteten Fluch? Howard Carter glaubte nicht an einen Fluch, der mit seiner Entdeckung zusammenhing. Er nannte das Fäulnis. Aber als er starb, war es wie ein Stich in ein Wespennest. Die Medien spielten verrückt und behaupteten, der Fluch hätte den Entdecker erwischt. Vor allem eines sprach dagegen.
Der Mann, der die Gruft selbst geöffnet hatte, Howard Carter. Er lebte danach ein ziemlich normales, gesundes Leben. Und er starb eines natürlichen Todes, nicht an einem Fluch. Damit war er nicht allein. Zählt man alle Menschen zusammen, die an den Ausgrabungen und den Arbeiten danach beteiligt waren, so waren es mehr als 80. Die allermeisten von ihnen lebten danach ein langes, gesundes und glückliches Leben. Das College Royal Holloway der University of London ist wohl einer der letzten Orte, an denen man ein Spukgemälde erwarten würde, das laut Studenten einen schrecklichen Fluch birgt. Man proposes, God disposes, God disposes ist ein düsteres und gewalttätiges Gemälde. Mit seinen 2,5 Metern Breite und 1 Meter Höhe ist es eine unglaublich eindrucksvolle Visualisierung von Gewalt und Verwüstung und ein Symbol für die viktorianische imperiale Hybris. Das Gemälde stammt aus dem Jahr 1864. Edwin Landseer war der Lieblingsmaler von Königin Victoria. Am bekanntesten ist er für sein Gemälde des roten Hochlandhirsches Monarch of the Glen, das heute alles ziert, von Schokoladenschachteln bis zu T-Shirts. Man proposes, God disposes ist riesig, großformatig. Es zeigt Eisberge, auf die ein Schiffsmast gestürzt ist. Daneben sind diese beiden furchterregenden Eisbären, von denen einer am Segel reißt und der andere an einem menschlichen Knochen nagt. Kritiker waren von der Qualität des Bildes beeindruckt. Es erschreckte einen beim Ansehen und war eine Sensation. Es stellt eine imaginäre Szene einer zum Scheitern verurteilten Arktis-Expedition dar. Die Expedition von Kapitän Sir John Franklin brach 1845 auf, um einen Weg durch die Nordwestpassage in Kanada zu finden. Im Mai 1845 segelte John Franklin mit 129 Mann von Kent aus los. Mit 2 großen Kriegsschiffen, der HMS Terror und der HMS Erebus. Besatzung und Schiffe wurden zuletzt im Juli 1845 vor der Küste Grönlands gesehen. 1846 froren John Franklins Schiffe im Eis ein und saßen über 1,5 Jahre fest. Innerhalb des ersten Jahres starben der Kapitän selbst und Dutzende seiner Besatzungsmitglieder. Am Ende des Jahres machte sich der Rest der Besatzung auf den Weg durch das Eis, um Rettung zu finden. Sie verschwanden und wurden nie wieder gesehen. 1848 starten auf Betreiben der Angehörigen der Besatzung Such- und Rettungsaktionen, angeführt von Sir John Richardson und Sir John Rae. Doch erst 1853 stößt John Rae auf eine Inuit-Gruppe mit Ausrüstungsgegenständen der verschollenen Franklin-Expedition. Die Inuit waren 1850 auf Männer der Franklin-Expedition gestoßen, die erklärten, ihre Schiffe seien im Eis eingeschlossen. Als die Inuit erneut am Lager vorbeikamen, entdeckten sie Schreckliches, nur menschliche Überreste. In seinem Bild spielt Edwin Landseer verhalten auf die Vermutung der Suchtrupps an, es könnte unter den Überlebenden der Franklin-Expedition Fälle von Kannibalismus gegeben haben. Das wurde damals stark vertuscht.
Es war schockierend für das viktorianische Establishment. Ihre tapferen britischen Entdecker würden so etwas nicht tun. Viele sahen Edwin Landseers Gemälde und bemerkten den menschlichen Brustkorb auf der rechten Seite des Bildes und den Knochen davon, der von einem der Bären zerkaut wird. Sie dachten natürlich sofort an Kannibalismus. Aber hat dieses beunruhigende Gemälde mit dem zu tun, was in Edwin Landseers Kopf beim Malen vorging? Oder doch mit dem tragischen Schicksal der zum Untergang verurteilten Expedition? Das Gemälde entstand in den späten Jahren seiner Karriere und er war nicht bei bester Gesundheit. In den 1840er Jahren hatte er einen Zusammenbruch, von dem er sich geistig nie ganz erholte. Er wurde hypochondrisch, behandelte sich selbst mit Morphium, was damals sehr üblich war, und trank obendrein ziemlich viel Wein. In seinen letzten Lebensjahren konnte man ihn durchaus als psychotisch bezeichnen, und er wurde immer unglücklicher. Als er schließlich starb, empfanden es Queen Victoria und viele andere als eine Erlösung. Heute hängt das Gemälde in der historischen Gemäldegalerie der Royal Holloway University of London. Es war eines von 77 Gemälden, die Thomas Holloway für seine Hochschule erwarb. Thomas Holloway erwirbt das Gemälde 1881 auf einer Auktion und zahlt dafür 6.616 Pfund. Das ist der höchste Preis, der bis dahin für ein zeitgenössisches Gemälde erzielt wird. Das Bild hing in der Gemäldegalerie, als diese in den 1920er Jahren als Raum für Prüfungen benutzt wurde. Schon kurz nach seiner Ankunft an der Hochschule kursierten Gerüchte über Kopfschmerzen, Albträume und allgemeine Ängste, die das Bild auslöste. Die glotzenden Augen der Eisbären und ihre grimmigen Fratzen verstörten die Studenten angeblich so, dass sie ihre Prüfungen nicht bestanden. Fairerweise muss man sagen, manche Studenten saßen bei den Prüfungen buchstäblich auf Augenhöhe mit dem Eisbären, der mit Begeisterung an einer menschlichen Rippe kaut. Empfindliche Gemüter konnte das verängstigen. Laut einer Geschichte saß Ende der 1920er oder Anfang der 1930er Jahre ein Student, es variiert, ob es eine Studentin oder ein Student war, bei einer Prüfung unter dem Gemälde an der Wand in der Halle und drehte durch. Er oder sie starrte in die Augen der gefräßigen Eisbären von Edwin Landseer, verlor den Verstand und beging Selbstmord, indem er oder sie sich einen Bleistift ins Auge stach. Aber erst, nachdem er oder sie auf der Prüfungsarbeit vermerkte, die Eisbären haben mich dazu gebracht. Angeblich fiel jeder Schüler, der neben dem Bild saß, automatisch durch die Prüfungen. Es ging so weit, dass sich die Studenten weigerten, ihre Prüfungen neben dem Gemälde abzulegen. Der arme Universitätsregistrator musste sich eine schnelle Lösung einfallen lassen. Er beschloss, das Bild abzudecken, und der einzige Stoff, der groß genug war, war die Union Jack-Flagge der Universität. Diese Tradition gibt es bis heute. Edwin Landseer hätte die Geschichte geliebt, denn zu seinen Leidenschaften gehörte alles Okkulte und Übernatürliche. Sein eigenes Gemälde im Mittelpunkt einer Geistergeschichte zu sehen, hätte ihm große Freude bereitet. Eine Freude für Edwin Landseer vielleicht, aber nicht für die Studenten, die unter dem unheilvollen Blick des Bildes Prüfungen ablegen. Man proposes, God disposes ist so etwas wie der Inbegriff eines verfluchten Gemäldes.
Ein Bild über eine verfluchte Expedition, gemalt von einem Mann, der schließlich verrückt wurde und sein Pech jetzt an die Studenten weitergibt, die mit seiner Schöpfung in Berührung kommen. Es ist ein kraftvolles Bild einer trostlosen Umgebung. In gewissem Sinne ist das Gemälde für die heutige Zeit unverzichtbar. Es zeigt das Versagen des Menschen im Angesicht der Wildnis und symbolisiert so all unsere Umweltprobleme. Vielleicht ist der Fluch noch nicht vorbei. Unser letzter verfluchter Schatz führt nach Schottland. Hier weckt eine uralte Reliquie, ein Nationalsymbol, die Begierde eines neidischen Königs, der sich nach ihrer Macht sehnte. Bringt er damit einen Fluch über sein eigenes Königreich? Nur wenige Artefakte in der langen und bewegten Geschichte Großbritanniens sind so sehr von Politik und Kontroversen geprägt wie der Stone of Destiny, auch bekannt als Stone of Scone. Und doch sieht man ihm das nicht an. Der sogenannte Stein des Schicksals ist ein unscheinbarer Sandsteinblock von 66 x 41 x 25 cm. Er ist nicht groß und in ihm ist ein grobes Kreuz eingemeißelt. Und doch verbirgt sich hinter diesem eher bescheidenen Erscheinungsbild eine lange, außergewöhnliche Geschichte. Der Stone of Scone, besser bekannt als Stone of Destiny, ist wahrscheinlich der mächtigste, bedeutendste und emotional lebendigste Stein der britischen Inseln. Um ihn ranken sich bunte Geschichten. Für einige ist er der böse Stein des Schicksals aus der irischen Mythologie, auf dem die Könige von Tara, die Könige Irlands, geweiht wurden. Der Legende nach wurde er vom ersten König der Schotten nach Schottland gebracht. Der Stone of Destiny soll 843 nach Christus von Kenneth MacAlpin hierher gebracht worden sein, nachdem dieser die Pikten besiegt hatte und dann der erste König der Schotten wurde. Für alle schottischen Könige ab Kenneth MacAlpin war es sehr wichtig, darauf gekrönt zu werden. Auch für alle berühmten schottischen Könige, wie Macbeth oder Robert I. Er legitimierte ihren Anspruch auf den Thron und war das Herzstück von allem, was Schottland ausmachte. Wenn wir versuchen, die Bedeutung des Steins zu verstehen, müssen wir bis ins Mittelalter zurückgehen. Edward I. eroberte Wales und versuchte, Schottland zu erobern. In beiden Fällen raubte er die Nationalsymbole der Länder. Eines dieser Symbole war der Stone of Destiny. Dies war der Stein, auf dem die schottischen Könige geweiht wurden. Edward I. wollte ihn für sich, um damit das Schottentum zu zerstören. Edward I. nahm ihn mit nach London und gab einen besonderen Stuhl in Auftrag. Er ließ ihn in der Westminster Abbey aufstellen und der Stein hatte seinen besonderen Platz unter dem Stuhl der künftigen Königin. Im Jahr 1328, also etwa mehr als 30 Jahre nachdem Edward I. den Stein erobert hatte, sollte er zurückgegeben werden. Doch die Bewohner Londons protestierten und so blieb der Stein in der Westminster Abbey. Die nächsten 6 Jahrhunderte nach der gescheiterten Vereinbarung blieb der Stein in London. Er ist heute der wichtigste Bestandteil der königlichen Krönungszeremonie. Und das seit Hunderten von Jahren. Kein Wunder also, dass diesem Stein, diesem ansonsten unscheinbaren Stück Sandstein, eine so mythische Bedeutung beigemessen wird. Die Bedeutung des Steins wird zum Fluch. Als Symbol für die Macht der Kirche und des Staates wird er zur Zielscheibe derjenigen, die die etablierte Ordnung herausfordern wollen.
1914 legten Suffragetten, die für das Frauenwahlrecht kämpften, eine Bombe nahe des Königsstuhls in der Westminster Abbey. Sie wollten ein Symbol der männlichen Macht beschädigen. Und tatsächlich wurde der Stein ziemlich stark gespalten. Er zerbrach aber nicht. In der Mitte des 20. Jahrhunderts reißt eine andere alte Wunde wieder auf. Schotten, die sich von der Union lösen wollen, benutzen den Stein, um ihr eigenes Schicksal zu schmieden. 1950 wollten 3 Glasgower Studenten ein politisches oder patriotisches Zeichen setzen. Sie beschlossen, den Stone of Destiny aus der Westminster Abbey zu entfernen. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1950, in den frühen Morgenstunden, brachen 4 Studenten aus Glasgow durch einen Nebeneingang ein, bahnten sich ihren Weg zum Krönungsstuhl und entfernten von der kleinen Plattform unter dem Stuhl den Stone of Destiny. Leider ließen sie dabei den Stein fallen. Er prallte auf die Bodenplatten von Westminster Abbey und zerbrach, genau entlang der Bruchlinie, die durch die Bombe der Suffragetten entstanden war. Die Studenten schnappten sich die beiden Steinbrocken und rannten aus der Abtei zu einem draußen wartenden Fluchtauto. Sie legten die Steinbrocken in das Auto und wollten gerade losfahren, als sie von einem Polizisten entdeckt wurden. Er hatte sie gesehen und wurde misstrauisch. 2 der Studenten, ein Mann und eine Frau, reagierten brillant. Sie gaben sich als Liebespaar aus, küssten sich leidenschaftlich. Der Polizist fiel auf das Ablenkungsmanöver rein, stellte nur ein paar Fragen und ließ sie gehen. Die Studenten fuhren los und wollten den Stein direkt nach Schottland zurückbringen. Aber das Auto, in dem sie saßen, war alt und nicht besonders stabil und der Stein war schwer. Sie stoppten in den Midlands, vergruben die größere Hälfte des Steins auf einem Feld und deponierten die kleinere Hälfte bei Freunden. Ein paar Wochen später holten sie beide Teile, brachten sie zurück nach Schottland und reparierten den Stein. Dies sorgte unweigerlich für einen großen Medienrummel. Als die Polizei die Studenten aufgriff, gaben 3 der 4 Studenten zu, ja, wir waren es. Der Regierung in London war dieser Fall aber politisch viel zu brisant, um ihn vor Gericht zu bringen. Wir können keine Anklage erheben, nicht wenn wir verhindern wollen, dass sich der schottische Nationalismus erhebt und uns verschlingt. Und so gab es keine Konsequenzen für die Studenten. In den 1990er Jahren ist der Wunsch nach schottischer Unabhängigkeit sehr stark. Die britische Regierung hält daher eine Geste des guten Willens gegenüber der schottischen Bevölkerung für angebracht. Die englische und die schottische Regierung trafen eine Vereinbarung. Der Stone of Destiny bleibt künftig die meiste Zeit in Schottland, wird aber zur Krönung britischer Monarchen nach Westminster gebracht werden. Ich war dafür verantwortlich, den Stein von Westminster Abbey zurück nach Schottland zu bringen. So kamen wir eines späten Abends an und gingen durch die Tür zur Poets' Corner in Westminster Abbey. Es war dieselbe Tür, durch die 1950 die Studenten aus Glasgow gekommen waren. Aber wir wurden von der Polizei eskortiert und nicht gejagt. Wir nahmen den Stein vorsichtig vom Stuhl und legten ihn in eine Tragebox mit 2 Griffen, um ihn aus Westminster Abbey zu tragen. Dann legten wir ihn auf den Rücksitz von einem der 3 wartenden Range Rover und fuhren im Konvoi und mit hoher Geschwindigkeit auf der A1 nach Norden zur schottischen Grenze. Aber einige Schotten waren schon einmal von Engländern getäuscht worden und ihnen erscheint alles zu einfach.
Als der Stone of Destiny in Schottland neben den Kronjuwelen im Royal Palace ausgestellt wurde, erhielt ich eine Unmenge von E-Mails und Briefen, die die Echtheit des Steins bezweifelten. Schon lange gab es Diskussionen um die Echtheit. Mönche der Abtei von Scone fertigten angeblich einen neuen Stein als Trick für Edward I. an. 1295 kam Edward I. nach Schottland. Jeder wusste das im Vorfeld. Der Abt gab ihm wahrscheinlich nicht den gesuchten Stein, denn er hatte genug Zeit, diesen zu verstecken. Für einige erhielt Edward I. einen Stein, den die Schotten scherzhaft Deckel der Senkgrube nannten. Egal ob echt oder nicht, der Stone of Destiny zieht all diejenigen in seinen Bann, die ihn besitzen oder begehren. Er ist so ein wichtiges Symbol der nationalen Identität. Er hat im Lauf der Zeit still und leise den schottischen Nationalismus vorangetrieben und wird damit vielleicht am Ende die Abspaltung Schottlands vom Rest des Vereinigten Königreichs herbeiführen. Ob das ein Fluch oder ein Segen ist, hängt ganz vom jeweiligen politischen Standpunkt ab.